1995, Lost Eden. Full-Motion-Videosequenzen, große Musik und Dinos auf einer CD-ROM. Damals total faszinierend, aber funktioniert das heute noch? Wir schauen es uns zusammen an. In der PC Games 695 ist das Spiel übrigens drin, der Testbericht von Lost Eden. Das schauen wir uns später im Fazit noch an. Jetzt geht's erstmal direkt ins Spiel. Und wir nutzen wieder einmal die Version von GOG. Lost Eden ist dort zu bekommen und das Tolle ist an der Version auf GOG. Erstens läuft sie wie immer einwandfrei, out of the box. Außerdem gibt es sie in Deutsch, Englisch, Französisch, glaube ich, ist noch drin. Und los geht's. Oh, ich bin ganz aufgeregt wieder einmal. Es ist wieder ein Blick in die absolute Vergangenheit. Lost Eden war für mich ein großartiges Spiel und ich höre die Musik jetzt schon. Pass auf, jetzt. Mein Name ist Eloy und ich bin alt. In diesen Tagen bin ich zufrieden damit, die Welt von meiner Warte hoch droben im weißen Steinbogen aus zu betrachten. Aber als ich jünger war, durchreiste ich die Welt und sah viele große Wunder. Und von allen Geschichten, die ich erzählen könnte, ist die von Adam, Prinz von Mo, die schönste. Oh, das ist herrlich, oder? Das ist herrlich. Die Musik. In dieser Zeit wüteten die Tyrannos wieder, dürstend nach Blut und Gemetzel. Ihr Anführer war der gefürchtete Murkus Rex. Die Jahre des unsicheren Friedens waren zu Ende. Das Vertrauen, das einst Mensch und Dinosaurier einte, war verloren und niemand konnte die erbarmungslose Welle, die sich vom Norden herabwälzte, aufhalten. Gab es nur einen sicheren Ort, die Zitadelle von Mo im Königreich der Mashar. König Gregor, Adams Vater, brütete in den massiven Schlossmauern vor sich hin. Er konnte oder wollte nicht sehen, dass Murkus Rex nicht aufhören würde. Lost Eden. Was für ein Intro damals, oder? Unglaublich. Der Wahnsinn. Diese Kamerafahrten. Meine
Unsere Geschichte beginnt an dem Tag, als Prinz Adam volljährig wurde. Ich kam gerade in Mo an und brachte schlechte Nachrichten aus dem Norden. Und los geht's. Diese Musik. Hoppla, wenn man nichts macht, dann beginnt er von vorne. Was ich sagen wollte, diese Musik, die ist mir heute wie vor 30 Jahren einfach im Kopf geblieben. Ja, die Steuerung ist etwas simpel. Man hat hier diesen großen Mauszeiger, der je nachdem, wo man ist, etwas anderes macht. Und es gibt dann eine schöne Übergangsvideosequenz. Da können wir reden. Adam, Berater Monk, dich suchen. König, dich in Thronsaal wollen. Adam, nicht gehen. König befehlen. Tug, gehorchen, König. Okay, naja. Dann gehen wir also zum Thronsaal. Ja, damals vor 30 Jahren fanden wir das cool, diese langen Videosequenzen, weil sie einfach bewegt waren. Es waren weiche Übergänge. Man kann sie auch überspringen, aber wir genießen es jetzt einfach. So, wir gehen jetzt aber erst zum König, die anderen Sachen schauen wir später an. Prinz Adam, es ist eine große Ehre, euch zu treffen. Adam, mein Sohn, ich habe dem alten Monk gesagt, er soll dich herbringen. Ich fürchte, der Tag deiner Volljährigkeit wird nicht so schön, wie wir ihn geplant hatten. Das ist Eloy und er bringt schlechte Nachrichten aus dem Norden. Eloy? Meine Herren, die Stadt von Shamar wurde von den Tyrannos angegriffen und zerstört. Die Menschen wurden abgeschlachtet und gegessen. Es gibt nur wenig Überlebende. Shamar zerstört. Es scheint, dass Morcus Rex und seine Horden von Tyrannos nicht ruhen werden, bis die ganze Welt in Blut und Asche liegt. Du siehst die Gefahren, die außerhalb der Festung sind, Adam. Ihre starken Wälle sind alles, was zwischen uns und der Zerstörung steht. Du musst in der Zitadelle bleiben. Das ist mein Befehl. Das ist mein Befehl. Du bist mein einziges überlebendes Kind, der Thronerbe von Mashar. Deine Pflichten sind hier, in der Zitadelle von Mo und gegenüber deinem Volk. Vergiss nie, dass deine Schwester und deine Mutter, meine geliebte Yelane, nur einen Tagesmarsch von hier ermordet wurden. Du sollst nicht das gleiche Schicksal erleiden. Ich suche euch später in eurem Zimmer auf. Okay, dann gehen wir zurück. Jetzt gehen wir erst in den Keller. Also die haben immer alle sehr viel zu sagen. Wenn das euch stört, ich mache euch immer wieder auch Kapitel-Sprungpunkte, dann könnt ihr weiterspringen. Prinz Adam, ich weiß, du willst mehr über die Welt außerhalb der Zitadelle wissen. Aber beurteile deinen Vater nicht zu hart. Deine Sicherheit ist seine größte Sorge. Schade, dass das Wissen um den Bau der Zitadellen verloren ging. Nur mit diesem Wissen können wir uns gegen die Tyrannos wehren. Leider ging das Geheimnis deines Ahnen verloren. Nur hier in Mo sind wir vor Morcus Rex sicher. Wenn doch nur das große Geheimnis gelüftet werden könnte. Ja, wenn... Prinz Adam,
Nimm diesen Talisman. Es ist mein Geschenk zur Volljährigkeit. Er wird dir Mut geben. Ich weiß, du möchtest die Welt sehen. Du hast die Unruhe deiner Mutter in dir. Aber denk daran, unsere Feinde sind überall. Und uns fehlen die Möglichkeiten, sie zurückzutreiben. Ja, dass es diesen Talisman gegeben, das habe ich tatsächlich beim letzten Mal Probespielen wieder mich erinnert. Das sind keine schweren Rätsel, aber ein paar Sachen braucht man, unter anderem diesen Talisman. Entschuldigt mein Eindringen, Prinz Adam, aber ich habe eine Nachricht, die nicht für die Ohren des Königs bestimmt ist. Die Dame Dina möchte euch draußen dringend sprechen. Sie hat das Tor am Seiteneingang geöffnet, sodass ihr rausschleichen könnt, ohne gesehen zu werden. Es ist meine Pflicht als Gast eures Vaters, euch an seine Wünsche zu erinnern. Okay. Eines noch, Prinz Adam. Ich verstehe, dass ihr auf die Welt da draußen neugierig seid. Vielleicht ist dieser kleine Stein für euch von Interesse. Hier gibt's nichts weiter. Es gibt auch keine sehr kleinen Hitboxen, sage ich schon, keine sehr kleinen Hotspots, weil dafür wäre der Cursor auch viel zu grob. So, das Seitentor, wo uns die Dina erwartet, ist hier. Adam, du bist gekommen. Tau, mein Großvater, stirbt und möchte dich noch einmal sprechen. Ich bringe dich zu ihm. Niemand wird uns sehen. Okay. Ja dann, geh mal. Achtung. Leute, erinnert euch, vor 30 Jahren fanden wir sowas einfach Oberklasse krass genial. Ihr seid gekommen, und das entgegen eures Vaters Befehl. Ich respektiere seine Gefühle, aber da sind Dinge, die ich euch erzählen muss, solange noch Zeit ist. Wie ihr wisst, wurde die Zitadelle von Mo während der Regierungszeit eures Urgroßvaters, des Architekten, gebaut. Nun, er hatte einen Saurierfreund namens Gra, der das Geheimnis des Zitadellenbaus kannte. Aber als der Versklaver, euer Großvater, den Thron bestieg, wurde Gra wie die anderen gejagt. Der Versklaver ließ ihn zum Sterben tief unten in die Zitadelle werfen, in die Krypta der Verlassenen. Das ist aber nicht nett. Ihr müsst zu Krypta gehen. Meine Enkelin wird mit euch gehen. Sie kennt den Weg und sie versteht diejenigen, die ihr vielleicht nicht versteht. Das ist wahr. Ich kann diejenigen verstehen, die in einer fremden Sprache sprechen. Gra ist tot, aber sein Geheimnis ruht bei seinen sterblichen Überresten. In der Krypta der Verlassenen. Ihr seid volljährig, Adam. Ihr müsst tun, was euer Vater nie tun wollte. Bevor ich aus dem Leben scheide, möchte ich euch diese Muschel geben.
Sie ist ein Symbol der Macht. Mit ihr könnt ihr mich im Tal der Nebel rufen. Wenn es in meiner Macht liegt, euch zu helfen, werde ich es tun. Es ist Zeit. Die Ahnen rufen mich. Macht es gut, meine Kinder. Großvater Tau hat seinen Frieden bei den Ahnen. Er bereute es sehr, dass dein Vater ihm nicht zuhören wollte. Aber durch dein Kommen konnte er in Frieden sterben, mit Hoffnung für die Zukunft. Okay. Ja, da können wir es nehmen. Großvater Tau bedeutete dieses Messer sehr viel. Es gehörte einst Gra selbst und es trägt sein Zeichen. So, und mehr können wir hier nicht tun. Dann gehen wir zurück. Ha? Ich sag ja, diese Full-Motion-Video-Überquellung, das ist einfach herrlich. So, jetzt gehen wir zu diesem Typ. Ich kann nicht in dieses Zimmer. Seine Aura ist so böse, gefüllt mit Schmerz und Leid. Ich habe es nie so stark gefühlt. Ich wünschte, ich hätte den Mut, dir zu folgen. Okay, dann müssen wir allein reingehen. Folterkammer. Da. Okay. Dann, wir brauchen Dina. Du hast ihn also gesehen. Schade, dass er nicht sprechen kann. Er hätte dir so viel zu sagen. Aber wir haben ja diesen Talisman des Mutes. Pass mal auf, den geben wir jetzt ihr. Ich fühle mich stark genug, die Kammer des Scharfrichters zu betreten. Genau. Sollen wir gehen? Also ihr seht, die Rätsel sind nicht schwer, es sind auch nicht viele. Lost Eden ist wirklich Faszination Video. Armer Großvater Tau. Faszination Video, Faszination Audio und Faszination Story. Ja, Ich kann übersetzen, was Jabba der Scharfrichter sagt. Als er ein kleiner Junge war, schnitt ihm der Versklaver die Zunge heraus, damit er nicht mehr reden konnte. Er sah und tat schreckliche Dinge. Er schämt sich sehr. Er gibt dir ein Geschenk zum Tag deiner Volljährigkeit. Ein Zahn? Okay, das war's hier wohl. Dann gehen wir zum Magier noch einmal. Weil das sind ja die Katakomben und da sollen wir ja hin in die Katakomben. Pass mal auf. Guten Tag, Monk. Gut siehst du aus. Dina! Es ist so lange her, seit ich dich das letzte Mal sah. Ich hörte, dein Großvater ist krank. Ich hoffe, er wird wieder gesund. Großvater Taus Geist reiste ins Tal der Nebel. Adam und ich waren bei ihm, als er starb. Oh, es tut mir leid, das zu hören. Wir alle respektierten ihn.
Tafel gehört Morkong, dem gefangenen General der Tyrannos, dessen Gebrüll jeden wach hält. Ich habe die Tafel mehrere Jahre lang untersucht, aber sie bleibt ein Mysterium. Ich weiß, du möchtest die Welt sehen. Du hast die Unruhe deiner Mutter in dir. Ja. So, pass mal auf, jetzt gehen wir da mal vor. Guck, da. Hier sind deine Vorfahren aufgebahrt für die Ewigkeit. Und so werden sie alle bleiben, bis die Zitadelle zu Staub zerfällt. Oder von den Tyrannos eingenommen wird. Das ist ein bisschen eklig, oder? Da die Jungs da so rumzustellen, stehen zu lassen. So, Zahn, zack. Auch das, ich höre die Musik immer noch von damals. Ich habe kaum was vergessen von diesem Spielanfang. Ich habe den Anfang wirklich oft gespielt. Hörst du auch den alten Morkong bellen, Adam? Erinnerst du dich, wie viel Angst du als Kind hattest? Ich kann diesen Ort nicht betreten. Dort sind Schrecken, denen ich selbst mit dem Talisman nicht gegenübertreten kann. Aha. Komm, ich hab's kaputt gemacht. Die Trompete war Großvaters Idee. Morkong hörte sich so an. Als er starb, ersetzte Tau ihn durch Iguana, der die Trompete bläst, um Eindringlinge abzuschrecken. Es hört sich an, als wäre Morkong noch am Leben. Ja, alles nur ein mieser Trick, um mich zu erschrecken. Ich glaube, Tau hatte Angst, jemand könnte den Weg in Gras Zelle finden und das Geheimnis zerstören. Ich bin dir hierhin gefolgt, Adam. Du musstest die Mutprobe alleine bestehen, ohne deinen Talisman. Und so gab ich vor, Angst zu haben. Das Prisma habe ich schon gesehen. Großvater sagte, man könnte damit hinter die Oberfläche der Dinge sehen. Das ist dann wohl der Krieg gegen die Tyrannos. Und der Bau der Zitadelle. Also ohne Dinos hätten sie es nicht geschafft. Und dann? Irgendwie Frieden. Diese Fresken wollte dein Vater nicht ansehen. Schau! Auf einem bauten Dinosaurier eine Zitadelle für Menschen. Sie bauten viele. Die Tyrannos hatten einen guten Grund, uns zu fürchten. Das Geheimnis Gras ist hier, Adam. Er und dein Vorfahre, der Architekt, fanden heraus, dass unsere Stärke in der Vereinigung unserer Kräfte lag. Zusammen kämpften Menschen und Dinosaurier gegen die große Macht der Tyrannos. Die Dinosaurier brauchten Essen, während sie die Zitadellen bauten. Die Menschen bearbeiteten das Land und sorgten dafür, dass die Erbauer Essen bekamen.
Wären Menschen und Dinosaurier nicht gleichberechtigt gewesen, wären die Gebäude nie fertiggestellt worden. Als die Zitadellen fertig waren, waren die Menschen in der Lage, sich und die Dinosaurier gegen Eindringlinge zu verteidigen. Unsere Rassen waren stark, Adam. Sie hatten vor den Tyrannos keine Angst. Sie trieben die Feinde in den kahlen Norden, wo sie für viele Jahre blieben. Stell dir vor, die Tyrannos hatten zu viel Angst, um uns anzugreifen. Das war nur durch die Einheit unserer Rassen möglich. Das ist das Geheimnis, Adam. Das ist das Vermächtnis von Gra und deinem Ahnen, dem Architekten. Nun kennst du die Geschichte der ersten Erbauer. Aber dann zerstörte der Versklaver, dein Großvater, alles, was sie aufgebaut hatten. Nur weil er die Dinosaurier hasste und die meisten Menschen. Die Zitadellen wurden zerstört. Das Vertrauen zwischen Mensch und Dinosaurier wurde in den Dreck getreten. Und jetzt sind die Tyrannos zurückgekehrt. Dein Vater ist ein guter Mann, aber er glaubt nicht mehr, dass sie geschlagen werden können. Er irrt, Adam. Sie können. Nachdem du nun das Geheimnis des Architekten kennst, kann ich dir diese Flöte geben. Benutze sie zum Bau von Zitadellen. Okay. Danke. Und so erlernte Adam das große Geheimnis. Er wusste, was er zu tun hatte. Menschen und Dinosaurier mussten lernen, einander zu vertrauen und zusammenzuarbeiten. Wollten sie das Land von Morcus Rex und seinen Tyrannos befreien. Adam hat ein interessantes Prisma gefunden, Monk. Ich erinnere mich, dass Großvater oft davon sprach. Darf ich es mal sehen? Geheimnisse faszinieren mich immer. Na klar, wen denn nicht? Merkwürdig. Ob wir damit sehen können, was versteckt ist. Ausspionieren? Schau gut hin, Mensch. Schau und fürchte dich. Du denkst in Mo, wärst du sicher? Welle können dein Leben nicht retten. Nichts überlebt, wenn ich sage, es soll sterben. Meine Kriegerhorden marschieren schon und vergießen Blut. Bald werden deine spröden kleinen Knochen in der Sonne der Tyrannos ausbleichen. So ein unfreundlicher Mensch. Entschuldigung, Dino. Morcus Rex. Ich spüre seine Mordlust. Du hast den Feind gesehen, mein Herr. Nimm die Tafel. Du konntest sie erwecken. Vielleicht findest du auch einen Verwendungszweck. Faszinierend. Du hast vollbracht, was ich in mehr als 30 Jahren nicht geschafft habe. Du hast das Geheimnis von Morkongs Tafel entdeckt. Es ist eine Art Fenster. Du solltest ihn behalten, Adam. Monk, du musst mit dem König reden. Er wird dir zuhören. Er muss begreifen, dass es Adams Bestimmung ist, uns zum Sieg über Morcus Rex zu führen. Was? Du kennst die Meinung des Königs? Wie kann Prinz Adam hoffen, die Armeen der Tyrannos zu besiegen? Menschen und Dinosaurier müssen zusammenhalten. Welche Hoffnung haben wir sonst noch? Wir brauchen einen Führer. Und Prinz Adam hat sich als würdig erwiesen.
Willst du warten, bis Morcus Rex kommt und die Welle von Mo einreißt? Aber Prinz Adam ist nicht bereit. Er hat die Tyrannos nie gesehen. Er weiß nichts über die Welt außerhalb von Mo. Und du denkst, er lernt es, wenn er sich in der Zitadelle versteckt? Willst du ihm etwa beibringen, wie man einen Krieg führt, Monk? Nein, er muss es draußen selbst lernen. Er wird nicht alleine sein. Es gibt viele, die für ihre Freiheit kämpfen wollen. Die Zeit ist reif. Du hast recht, Diener. Die Zeit des Versteckens ist wohl vorbei. Die Tyrannos verbreiten schon viel zu lange zu viel Verwüstung. Weder der König noch ich haben den Mut, ihnen den Krieg zu erklären. Wenn es so ist, muss es Prinz Adam erlaubt sein, seiner Bestimmung zu folgen. Also gut, lasst uns mit dem König reden. Oh, Wahnsinn, also ganz ehrlich, ich erinnere mich an viel in dem Spiel, aber dass es so viel Text war, das ist mir irgendwie entfallen. Adam, Dina und der alte Monk gingen in den Thronsaal. Als Gregors engster Vertrauter tat Monk sein Bestes, den König zu überzeugen. Also wirklich, mein alter Freund, du erstaunst mich, dass gerade du so wilde Ideen hast. Zitadellen bauen? Dinosaurier und Menschen zusammenbringen? Verrückte Träume. Eure Majestät, wir sind beide Männer des Friedens. Und wir sind alt. Aber Prinz Adam und Dina sind jung. Sie erwartet ein Leben ohne Hoffnung. Was gibt uns das Recht, sie und den Rest der Welt dazu zu verdammen, von Morcus Rex vernichtet zu werden? Es ist besser, als freier Mann zu sterben, als in Sklavenketten von der Gnade des Tyrannos abhängig zu sein. Also wirklich, Monk, du überraschst mich. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet du für den Krieg stimmst. Doch deine Argumente sind überzeugend, alter Freund. Und dein Rat ist weise. Ich habe die Augen zu lange verschlossen, wohl wissend, dass dieser Tag kommen würde. Adam, mein Sohn, die Nachrichten, die ihr alle mir bringt, haben mir die Augen geöffnet. Du musst die Herausforderung annehmen. Wenn die Menschen überleben wollen, musst du deinem Schicksal folgen. Wenn wir vernichtet werden sollten, dann wenigstens kämpfend. Er wird siegen, mein Herr. Wenn er Menschen und Dinosaurier vereint, gibt es wieder Hoffnung für uns alle. Mit neuen Zitadellen und einem gemeinsamen Ziel werden wir Morcus Rex schlagen. Ach, junge Diener, mit deinem Mut scheint es wirklich möglich zu siegen. Adam, du hast meine Erlaubnis, diesen Krieg zu führen. Geht nach Shamar. Ihr habt meinen Segen. Er ist ein bisschen unenthusiastisch, der König, oder? Falls es nach dem Angriff der Tyrannos Überlebende gibt, werden sie eure Hilfe brauchen. Tug, mein Wachsergeant, wird euch mit einer Kompanie meiner mutigsten Krieger begleiten. Schaut bei ihm vorbei, bevor ihr geht. Ich komme ebenfalls mit, Prinz Adam. Ich kenne den Weg nach Shamar. Und es wäre mir eine Ehre, euch als Führer und Boot zu dienen. Ich kann vorausfliegen und den Weg auskundschaften. Ein großer Tag bricht an. Ja, jetzt geht's los. Prinz Adam. Oh, können wir endlich los? Wir hatten schon vergessen, was es heißt, Hoffnung zu haben. Bis heute. Ich wünschte fast, ich könnte euch begleiten. Aber mein Platz ist hier, an der Seite deines Vaters. Also, das ist dann doch sehr viel Gerede. Ich wollte noch schnell die Platzrunde drehen und dann gehen wir zum Tuk und dann geht's los nach draußen. Das hier ist eine sehr nutzlose
Animation, aber schön. So. Tug kommt mit Adam. König befehlen. So sieht's aus. Und los geht's zum Tor hinaus. Zeigt mir, wo ihr hin möchtet. Das ist witzig, ne? Ist noch eine alte Karte der Welt zu einem früheren Kontinentstadium. Auf nach Shamar. Auf nach Shamar. Und so kam es, dass ich Adam und seine Gruppe in den Norden führte. Ins Tal der Shamar. Und wieder eine schöne Videosequenz. Das ist das Tal der Shamar, Prinz Adam. Und das ist Mungo, ein Freund. Mit eurer Erlaubnis verlasse ich euch nun. Prinz Adam von Mo, willkommen. Das ist Mungo, Adam. Wir sind befreundet. Dina hat mir von eurer Aufgabe erzählt. Ich werde euch begleiten, wenn ihr möchtet, Prinz Adam. Ich warte schon lange auf die Chance, Morcus Rex die Stirn zu bieten. Mungo ist viel gereist und weiß einiges über die Dinosaurier und Menschen. So, dann müssen wir mal... Man sieht rechts oben, sieht man so einen Übersichtsplan. Und wir müssen jetzt dieses Tal absuchen. Ui, da sind ja Dinos. Das sind Apatosaurier, unermüdliche Transporter. Sie können euch in die entlegenste Ecke der Welt bringen. Aber denen kann ich nichts geben, oder? Tug froh sein. Findet Apfel. Ja, was mache ich mit einem Apfel? Das ist schön, Tuck. Apfel gefunden. Tuck hat Apfel gefunden. Oh. Oh. Der Brontosaurus möchte wissen, warum wir hier sind. Will er nicht. Apfel mag er nicht, okay. Die wenigen Überlebenden von Shamar sind der Gnade der Tyrannos ausgeliefert. Sie kauern sich in Furcht zusammen, ohne einen Ort, wo sie sich verstecken könnten. Ja, okay. Also dann gehen wir mal noch weiter. Wir können denen so nichts geben. Das ist jetzt ein bisschen Bildschirm absuchen. Also wir brauchen was wir denen geben können. Noch mal welche. Hoppala. Aber das sind die gleichen, oder? Der Brontosaurus möchte wissen, warum wir hier sind. Ja, das kennen wir ja schon. Müssen wir weiter. Bei denen kann ich... Oh, was ist da oben? Ein Nest. Und was mache ich jetzt? Gut, Ei. Adam nehmen Nest. Tug nicht will.
das irgendwie noch gelesen, dass Ich habe man... mich sehr gefreut, Mungo wiederzusehen. Hier. Wir sind eine ganze Gruppe mittlerweile. Ich habe aber immer noch nichts, was ich den Typen... Oh. So, ihr seid also Prinz Adam von Mo. Mein Freund Mungo hat viel über euch gesprochen. Mein Lord, das ist Chong. Sein Volk sind die Chorianer. Sie haben schrecklich unter Morcus Rex gelitten. Kann ich denen was geben? Ihr wusstet, dass wir Suppe daraus machen. Ein nettes Präsent, danke. Nee, wusste ich nicht, aber passt. Die Tyrannos sind gnadenlos. Bei ihrem letzten Angriff wurde die Hälfte meines Volkes getötet. Wir müssen ihren Tod rächen. Mungo glaubt, wir können euch vertrauen. Wenn wir uns mit den Dinosauriern verbünden müssen, um zu überleben, dann soll es so sein. Okay, jetzt haben wir denen dazugekommen. Wir müssen einfach alle überzeugen, dass sie uns helfen. Vielleicht nehmen die Dinos ja gern Pilze. Fische. Ein Wasserdino. Die Mosasaurier leben in Seen. Wenn du einen Apfel reinwirfst, kommt vielleicht ein anderer. Äpfel sind selten und eine Delikatesse für sie. Die Mosasaurier wissen einiges über die Tyrannos und ihre Lebensweise. Siehst du, dann werfen wir noch einen Apfel in den See. Plupp. Apfel. Clever, das war die gleiche Animation nochmal. Er sagt, dass die Tyrannos aus diesem Tal das Auge des Sturms fürchten. Er sagt, dass die Tyrannos... Aber das stimmt, okay, das war's dann schon, okay. Das war ja ein bisschen... Ah, das kennen wir auch schon, okay. Die Mosasaurier. Ja, das weiß ich schon. Okay, das heißt, wir gehen jetzt. Genau, zu ihnen wieder. Und dann kriegen die den Pilz. Großen und kleinen? Den großen. Den großen. Die Brontosaurier danken euch für eure Freundschaft, mein Lord. Sie begrüßen euch als den Hoffnungsbringer, den legendären Held ihrer Sagen. Cool. Und jetzt? Flöte? Zitadelle bauen? Mit Hilfe von Chong und seinem Gefolge werden die Brontosaurier hier eine bescheidene Zitadelle bauen. Um daraus eine Festung zu machen, brauchen sie das Können der Triceratopen. Aha. Und so wurde die erste Zitadelle in den Bergen von Shamar gebaut. Die Chorianer konnten nun ihr Tal gegen die Tyrannos verteidigen. Cool.
Ja, sehr cool. Nordöstlich ist ein Tal, mein Lord. Es ist von großem strategischen Wert. Ihr solltet dort eine weitere Zitadelle bauen. Wir müssen Apatosaurier für den Transport finden. Zu Fuß werden wir das Tal nie erreichen. Prinz Adam, ihr habt die Hoffnung zurück in das Tal von Shamar gebracht. Bitte, nehmt diesen Edelstein als Zeichen unseres Dankes an. Es ist ein Mondstein. Er wird euch eines Tages von Nutzen sein. Unsere Zitadelle wird auch andere Dinosaurierrassen ins Tal bringen. Ihr werdet sehen. So, die Apatosaurier waren hier drüben, oder? Diese Animation ist echt stark. Was geben wir dem jetzt? Vielleicht macht er auch so mit. Das sind Apatosaurier. Unermüdliche Transport. Ja. Will er nicht. Eine Minute lang. Will er nicht. Für unsere Reise müssen wir Apatosaurier. Ja, ich sehe sie ja schon, aber was mache ich damit? Wollen die auch einen Pilz? Nee. Will er nicht. Will er nicht. Will er nicht. Will. Will er nicht. So, vielleicht kann ich auch die Flöte. Flöte flöten? Sie fühlen sich geehrt, den Erbauer der Zitadellen zu transportieren. Sie bringen uns, wo immer ihr hin wollt. So, jetzt kann ich doch bestimmt. Zeigt mir, wo ihr hin möchtet. Da gehen wir jetzt noch hin und dann lassen wir es Also, erstmal Uluru. gut sein. Uluru. Adam hatte Hoffnung ins Tal der Shamar gebracht. Aber sein Abenteuer begann erst. Was konnte eine einzige neue Zitadelle schon gegen die plündernden Horden von Morcus Rex ausrichten? So, da sind wir im nächsten Tal und jetzt würde ich sagen, speichern wir ab. Das soll's für heute gewesen sein. Save Game One, yes. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das war ja mal wieder was. 1995 war Lost Eden für mich einfach nur unfassbar schön. Diese Videosequenzen haben mich so gepackt und was mich vor allem gepackt hat, und deshalb weiß ich das bis heute noch, ist die Musik. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir sind 60, 70, 80% manchmal von dem, was mich an Gefühlen packt, tatsächlich laufen über die Musik. Und die Musik ist auch das, was ich mir immer am stärksten von einem Projekt merke, sei es Film, sei es Videospiel. Musik ist für mich einfach eine ganz, ganz wichtige Komponente und die von Lost Eden, die war für mich einfach prägend, irgendwie eingängig. Dieses Hauptthema, das ja bis heute ist es in meinem Kopf geblieben und das war auch wirklich wie so ein Wiedersehen, als ich Lost Eden jetzt gerade wieder gespielt habe.
Also wirklich herrlich, ein toller Blick zurück in die Vergangenheit. Andererseits muss man natürlich immer überlegen, ist es jetzt noch gut oder ist es nicht gut? Lohnt sich der Blick zurück oder lohnt er sich nicht? Ich würde sagen, wir gucken kurz in die PC Games rein und dann klären wir das. In der Ausgabe 695 ist da drin der Testbericht hier auf den Seiten 118, 119, 2 Seiten Test. Nicht groß, aber auch nicht klein. Und man sieht hier, es war ganz wohlwollend geschrieben. Es wurden einige Punkte positiv hervorgehoben, einige Punkte nicht so positiv. Was die PC Games natürlich auch beeindruckend fand, waren die Videosequenzen. Das war für damalige Verhältnisse einfach wahnsinnig schön. Klar, diese 3D-Render-Grafik hat den Zahn der Zeit wirklich nicht gut überstanden. Das muss man echt sagen. Die sind einfach heutzutage nicht mehr so schick. Das haben wir ja gesehen, Wing Commander 3 mit seinen Schauspielern besteht da wesentlich besser in der heutigen Zeit. Diese Videosequenzen sind dann doch etwas altbacken. War ja auch in Siberia ganz genauso. Auf der anderen Seite ist die Story wirklich gut, das wird auch hier geschrieben, spannende Story, tolles Setting, interessantes Setting. Was ein bisschen bemängelt wird, es ist sehr kurz, also das Spiel spielt sich an einem Abend durch und dann war's das. Außerdem sind die Rätsel nicht besonders schwer und es wiederholt sich dann mit der Zeit doch irgendwie immer mal wieder. Ja, die 3D-Rendersequenzen, die haben tatsächlich sehr, sehr gelitten über die Zeit. Ich muss sagen, interessanterweise fand ich damals, vor 30 Jahren, es eigentlich ziemlich schade, dass die Figuren, also Adam, der König und die Dinos, dass die nicht in 3D-Render-Grafik gemacht waren, sondern dass sie so gezeichnet waren und so nur ganz wenig animiert. Ich muss sagen, jetzt, nach 30 Jahren, zum jetzigen Zeitpunkt, ist es eigentlich viel erträglicher, dass es keine 3D-Render-Grafik ist, sondern es diese alten Pixel-Retro-Grafiken sind. Ich finde die wesentlich erträglicher. Was mir nicht mehr so gefällt, sind die vielen, vielen Texte. Es ist doch sehr langatmig. Es ist gar nicht schlecht gesprochen. Im Englischen sowieso nicht, aber auch im Deutschen ist es echt erträglich gesprochen. Aber es sind sehr, sehr viele und sehr, sehr lange Texte. Die Story ist sehr ungewöhnlich und es ist sie auch immer noch. Also insofern, ja, was soll ich sagen? Wenn man Lost Eden damals mochte, dann ist es auf jeden Fall den Blick noch einmal wert. Wenn man es nie gespielt hat, dann würde ich sagen, ist es schwierig. Es ist etwas anstrengend, das Ganze zu erleben, aber es ist auf jeden Fall, wenn man alte Spiele mag, mit Sicherheit ein netter Blick zurück. Also, wenn ihr Bock habt, über GOG ist es wirklich einfach zu haben, kostet nicht viel. An einem Abend ist es durchgespielt und dann hatte man einfach nochmal dieses Retro-Feeling. Für mich wie immer ein toller Blick zurück. Es gibt Spiele, die haben sehr gelitten, die machen einfach keine Freude mehr. Lost Eden hat mich genau da gepackt, wo es mich auch damals packen konnte. Vielen Dank, dass ihr mit mir auf dieses alte Spiel draufgeschaut habt. Wieder einmal. Beim nächsten Mal gucken wir wieder in ein Heft rein oder in ein weiteres altes Spiel. Bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.